Bist du manchmal eingeschüchtert vom ganzen Erfolg der anderen Freelancer? Geht dir ein mulmiges Gefühl durch den Magen, wenn du die Website deiner Kollegen, deiner Mitstreiter anschaust und die ganzen namhaften Kunden auf dieser Website siehst, mit denen sie bereits zusammengearbeitet haben? Befürchtest du, dass deine Skills nicht ausreichen, wenn der Kunde oder ein Konzern dich beauftragt und möchte, dass du on-site bei denen vor Ort bist, weil dieses Unternehmen so innovativ, so toll und so groß nach außen wirkt? Wenn du dich in eines dieser Sätze wiedergefunden hast, dann bleib dran. Dieses Video ist für dich und in diesem Video spreche ich über eine Sache, über die wenige sprechen, und das ist die Unsicherheiten als Freelancer. Nach diesem Video hast du mehr Selbstbewusstsein gefasst und du nutzt diese Dinge eher als Katalysator für deine Freelance-Karriere als Stolpersteine oder Hürden, über die du einfach nicht kommst oder die dich aufhalten. Ganz getreu dem Motto, don't let the success of others discourage you, let it inspire you. Lass uns starten. Mein Name ist Marwan von der Finally Freelancing Beratung. Ich helfe digitalen Kreativen dabei, sich von der Zeit gegen Geldkette zu lösen, mehr gute Kunden auf Augenhöhe zu gewinnen und wieder die Freude und die Lust an ihrer kreativen Arbeit wiederzufinden. Also, als Freelancer ist es einfach zu sehen und zu schauen, was für tolle Dinge andere machen und wie erfolgreich sie sind. Gerade heutzutage in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Selbstdarstellung, in Zeiten von, guck mal, was ich geschafft habe, guck mal, welchen Kunden ich geschossen habe, oh, wir haben tolle Arbeit gemacht. Ich habe gerade den Workshop on-site beim Kunden beendet und der Kunde kommt aus dem Schwärmen nicht raus. Ich habe mit dem gearbeitet und Airbnb und Adidas und hast du nicht gehört, und du denkst hier, oh, und ich als kleiner Freelancer, wie soll ich denn? Es schüchtert ein. Gerade bei kreativen Freelancern, wenn sie dann ihre Portfolioprojekte zeigen, wenn sie dann Dinge zeigen, die sie gemacht haben, und du denkst ja, okay, krass, alter Schwede. Und ich zeige dir jetzt mal 2 Umgangsarten, wie du damit umgehen kannst. Und die zweite hilft dir dabei, anders damit umzugehen. Und am Ende verrate ich dir nochmal eine grundsätzliche Sache, die ich erfahren habe über den Markt von wirklich vielen Freelancern, die ich kenne, und auch vielen Kundenprojekten, auch mit sehr großen Kunden, bei denen ich vor Ort war. Grundsätzlich ein Hand-in-den-Mund-Freelancer. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel Hand-in-den-Mund-Freelancer und Top-Freelancer. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, check hier oben meinen Instagram-Channel aus. Da schreibe ich mal ganz gerne drüber. Ein Hand-in-den-Mund-Freelancer lässt sich von sowas einschüchtern. Er zieht sich zurück. Er hält sich mit seiner Arbeit zurück. Er grübelt und schaut und guckt, und es bringt seinen Alltag durcheinander, wenn er sich wieder auf einer Website eines Mitstreiters gefunden hat und denkt, oh, der macht hier echt krasse Arbeit. Das heißt, es schränkt ihn eher ein. Er ist still und er wird unsicher, er kehrt in sich und grübelt und kommt nicht weiter. Das ist das, was den meisten passiert, und das ist das, was mir auch immer jahrelang passiert ist. Und ein Top-Freelancer hingegen sieht die Sache ganz anders. Wenn jemand wieder postet, wie viel er verdient hat oder wie gut es ihm geht, mit der gleichen Sache oder mit einer ähnlichen Sache, die man selbst macht, denkt sich der Top-Freelancer, geil, es scheint ja wirklich ein Markt dafür da zu sein. Da ist ja wirklich was zu holen. Er weiß, dass er vielleicht jetzt noch nicht alle Puzzleteile zusammen hat, aber er sieht und beobachtet, welche Puzzleteile ihm fehlen, damit das komplette Bild für ihn auch kreiert wird. Er weiß, was er braucht, um dahin zu kommen. Also er nutzt das als Motivation. Er schaut, in welchen Skills bin ich besonders gut und welche Skills fehlen mir. Welche Skills, in denen ich besonders gut bin, wissen meine Bestandskunden, aber Leute, die mich nicht kennen, wissen das vielleicht gar nicht. Welche Skills muss ich auf meiner Webseite darstellen? Welche Alleinstellungsmerkmale kann ich besser nach außen tragen? Kann ich besser nach außen kommunizieren in der Sprache meines Kunden und nicht in der Sprache meiner Mitbewerber? Und von den Skills, die mir fehlen, lohnt es sich, diese Skills anzueignen? Oder ist es besser, mich mit Leuten zu vernetzen und mit Leuten zu netzwerken, die diese Skills haben und die das besser können als ich, so dass ich mein Angebot so abrunden kann, dass es ein tolles Angebot ist, dass es ein vollwertiges Angebot ist. Genau. Also, der Hand-in-den-Mund-Freelancer, den schüchtert das ein.
der kennt in sich, der Top-Freelancer ist realistisch, ist objektiv, er schaut sich die Dinge an, aber er sieht sie auch als Motivation. Für ihn ist es Proof of Concept, für ihn ist es neuer Treiber, um zu gucken, wie werde ich besser. Und ganz, ganz wichtig, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deswegen gehe ich ab und zu nach vorne, ganz, ganz wichtig, und das ist eigentlich mit der wichtigste Part des Videos, also aufpassen, Portfolioprojekte, Kundenrezensionen, Außendarstellung sind eine gute Sache. Sie haben ihre Berechtigung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ähnlich ist wie in der Werbung. Der Whopper auf dem Plakat sieht nie so gut aus wie der Whopper, den du bei Burger King bekommst. Was ich damit sagen möchte: Personen, Firmen, Agenturen sehen nach außen hin immer extrem professionell aus. Und du siehst dich dann, so wie du bist, realistisch und nicht aus diesem Werbekontext. Das heißt, du bekommst dann das Gefühl, dass du gar nicht dagegen ankommen kannst, dass du nicht gut genug bist. Dabei kochen alle anderen auch nur mit Wasser. Und wenn du eine Person bist, die sehr selbstkritisch ist, die sich sehr häufig hinterfragt, dann wird da ein gefährlicher Cocktail raus, der dich dann häufig abhalten kann von deinen Zielen. Und ich habe mit vielen Freelancern zusammengearbeitet. Ich war in vielen Agenturen. Ich habe auch mit anderen zusammengearbeitet, mit Product Owner, mit Developern und mit all diesen Dingen. Und ich dachte so, oh krass, shit, jetzt bin ich in diesem großen Konzern, was die wohl machen. Und nur um da vorzufinden, die kochen auch nur mit Wasser. Die konnten so viel von mir lernen. Ich konnte natürlich auch von denen lernen. Aber es war nicht so schlimm. Oder es war nicht so, dass das Wissensgap so riesig war. Oder ich habe Top-Designer getroffen. Ich habe Top-Entwickler getroffen. Ich habe mich mit denen unterhalten. Ich war mit denen Mittagessen. Das sind auch nur Menschen. Die haben auch ihre Flaws, die haben auch Fragen, die wissen auch vieles nicht. Das heißt, das soll dir Mut geben, dass es okay ist, so wie du bist, und dass es okay ist, dass du vielleicht ein Fragezeichen im Kopf hast und dass du eher diese Dinge als Motivation nehmen sollst, um dich zu verbessern und zu sagen, hey, we're in this together, und ich gebe mir Mühe, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, und ich gebe mir Mühe, mich diesen Rätseln zu stellen, und ich weiß vor allem, dass alle nur mit Wasser kochen. Dass die fettesten Portfolioprojekte, ja, das und das, ich sehe dann bei irgendwelchen Leuten, ja, und für Audi das gemacht, und ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ich habe 3 Seiten des Editorials gemacht für die Page, aber die Person hat dann den Werbespot, die ganze Kampagne, alles auf ihrer Seite. Und du denkst dir so, krass, das hat sie alles gemacht. So, es sieht halt immer anders aus dahinter. Ich will jetzt gar nicht du sollst deine Konkurrenten und die anderen nicht degradieren. Ich will einfach nur, dass du eine realistische Sicht darauf hast, um dich zu stärken, um dein Standing zu haben und um selbstbewusst hinter deiner Leistung zu stehen und zu sagen, hey, klar, ich gehe zum Kunden vor Ort, klar, und ich werde das machen. Weil in der Regel wird das nie so sein, dass der Kunde sagt, boah, Alter, das war komplett daneben, das hat uns überhaupt nicht gefallen, so, sondern dem Kunden gefällt das. Und wenn der Kunde Einwände hat, sind das diese Dinge, nicht die dich abhalten, wo du denkst, oh shit, verdammt, sondern okay, lieber Kunde, erzähl mir das. Konstruktive Kritik, du musst gierig danach sein, das musst du aufsaugen wie ein Schwamm. Denn das ist letztendlich das, was dich konstant verbessert. Immer Iteration, Iteration, Iteration. Ich sehe hier das Buch aus dem Display. Hier, Ray Dalio sagt genau das Gleiche, dass halt Entwicklung so funktioniert. Halt immer Feedback implementieren und so wirst du halt besser. Und das ist halt so wichtig an der Sache. Also, lass dich davon nicht entmutigen. Schaue nüchtern auf die Dinge, realistisch auf die Dinge und nutze das eher als Inspiration für deine eigene Arbeit, anstatt zu grübeln. Besonders als kreative Freelancer leidest du darunter. Ich weiß das so gut, weil ich selber darunter gelitten habe und immer noch darunter leide. Wir sind Kreative. Wir identifizieren uns mit ihrer Arbeit, mit unserer Arbeit. Und da fängt schon das Problem an. Wenn jemand sagt, diese Arbeit gefällt mir nicht, heißt das für uns, du gefällst mir nicht. Und du musst da diese Trennung finden. Du bist kreativ, andere sind kreativ. Lass dich nicht einschüchtern, lass dich nicht aufhalten und fall nicht in ein Loch, wenn du siehst, wie super gut es allen anderen geht. Sorge dafür, dass dich das inspiriert, dass du besser wirst, dass du was draus lernst, dass du was draus ziehst für deine eigene Karriere. Vor allem aber sei dir gewiss, dass es da draußen eine Werbewelt ist. Wir sind gerade in der Werbebranche. Das heißt, wer könnte besser als jemand, der für Werbung bezahlt wird, seine Sachen und seine Dinge darstellen? Das heißt, zieh dem Ganzen ein ganzes Stück ab, um einen realistischen Blick auf die Dinge zu bewahren. Ich hoffe, das hat dir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ich hoffe,
du hast ein bisschen mehr Motivation und Mut wieder gefasst, nach außen zu gehen, mit Leuten zu sprechen, deine Projekte bei Kunden in Kundengespräche zu gehen und dich für Projekte zu bewerben, weil du keine Angst hast und denkst, kann ich das nicht. Wenn du gerne mal möchtest, dass wir gemeinsam auf deine Freelance-Karriere schauen, dass wir mal ein Bird's-Eye-View gemeinsam auf deine Freelance-Karriere vornehmen und vielleicht Dinge entlarven, die dir vorher selber nicht bewusst waren, für die du einfach blind warst, weil du so eingenommen bist vom operativen Geschäft, dass du nie eigentlich mal in die Vogelperspektive bist und sagst, hey, warum mache ich das jahrelang so? Wie wäre es, wenn ich das anders mache? Könnte ich damit bessere Kunden schießen? Könnte ich damit vielleicht meine Zeit gegen Geldkette lösen? Könnte ich damit mehr von dem machen, was ich wirklich liebe, was mir Spaß macht, wo ich möchte und weniger von dem, was ich mache, was vielleicht ganz gut klappt, aber wo ich nicht mehr ganz so Lust drauf habe? Wenn du das bist, dann stelle mir gerne einen viertelstündigen Termin ein über den Link hier in der Description und wir sprechen in den nächsten Tagen schon persönlich miteinander. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Klick den Daumen hoch, klick abonnieren, wenn dir das Video geholfen hat. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maron von der Freelancing Beratung. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.